Hallihallo und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Ja, wir sind im Moment unterwegs und zwar zusammen mit Lloyd. Schön. Und wir werden jetzt so einiges rausfinden. Wir sind quasi jetzt im Auftrag der Göttin bzw. des Beschwörungsgeistes Martell unterwegs. Und, ja. You all knew the World Tree's name, but hid it from us. Sorry, Mr. Teneby. I suppose I can forgive you. After all, the World Tree is no longer under the dominion of Lord Ratatosk. It has been entrusted to a new tree spirit. Oh, right, which is apparently named Martell as well. Does it have some connection to the goddess Martell? I wouldn't call it a connection. They're one and the same thing. What? Think of it this way. There was this woman worshipped as a goddess. She risked her life to regenerate the world, and then she was reborn as a tree spirit. So the goddess became a summoned spirit? This world doesn't have a goddess anymore? What about the angels of Crucius? I cannot say for certain whether or not any gods exist, but Crucius, the host of angels so revered by the Church of Martell, no longer exists in this world. They set out for a destination much, much farther away than the heavens. Then they abandoned humanity? There comes a time when all children must fend for themselves. Perhaps we should think of ourselves as having reached adulthood. I see. But now that we're without a goddess, what will become of the Church of Martell? Jury's still out on that one. They might go on worshipping a god that's no longer there, or maybe they'll change their focus to Martell in her spirit form. Whatever the case, the Church of Martell is on the decline. It may just fade away on its own. Ja, das erklärt so ein bisschen, was passiert ist im ersten Teil. Mal schauen, was der erste Teil über den Held Mythos zu erzählen hat. Lloyd, do you have a moment? Sure, what is it? I existed in this world even before it was divided in two. This was before the existence of both Crucius and the goddess Martell, and naturally the religion founded in her name. Right, I guess that makes sense. The Church of Martell wasn't formed until after the world split. It was way back then that I first met a half-elf by the name of Martell. She had a brother, younger than she by some years. He was called Mythos, the boy now known as Mythos the Hero. You met Mythos? Yes, they were very close. At that time, they were searching for some way to save this world, the goddess Martell. Mythos the Hero. I cannot believe that the name of Mythos' sister was mere coincidence. Does this mean that the origin of the Church of Martell is... Yes, it's just as you suspect. Then the spirit of this new tree truly is the Martell I once knew. It's not only Martell, though. Whatever became of Mythos? Have you heard anything? When we regenerated the world, Mythos lent us his power. Is that true? Then where is he now? Mythos became the World Tree, or at least that's what I believe. Huh? Ja, ich weiß nicht, ob das mehr Fragen aufwirft, als es löst. Die Kommunionsquelle, müssen wir dahin oder ins Katzdorf? Wow, wie cool. Gehen wir auch gleich besuchen. Sorry I couldn't say anything earlier. Lloyd! Hey, we figured you had your reasons, but still you gotta let us join in the fun too. I plan to from now on. Please count on us. Besides, now that we're not spending all our time worrying about you, we can really focus on the task at hand. I don't know. Having Lloyd with us might give us more to worry about than ever before. What was that, Genus? I believe you'll be forced to endure accusations and aspersions wherever we go. Are you up to it? I'll just have to work to win back the trust I've lost one day at a time. I think that's all I can do. And we'll be there to help you. Hey, it's good to be back, everyone. Ist das nicht cool? So, ich habe keine Ahnung, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir gehen mal zur Kommunionsquelle. Einfach nur mal so. Wir haben eine Riad, guck mal. Deswegen kommen wir da jetzt auch hin, weil das liegt ja eigentlich auf einer Insel. Hi. Wer kennt sie noch? Lloyd, you're really something. How so? Well, I could be the being who might destroy this world, but you called me your friend. You put your trust in me. There's nothing special about that. Besides, you're the one that's incredible. Huh? I've seen the way you lived in spite of what you are. That's how I know I was right to believe in you. I really like guys like you. Really? Well then, Lloyd, you should also live in a way that merits the trust of others. Professor?
I recall giving you some homework 6 months ago. I assume you've completed all of it? Professor, I'm 19 years old. I've memorized my multiplication tables. Haven't I studied enough? Silence. Ever since the world was restored, you've done nothing but travel. You have yet to finish the curriculum. I will see that you finish what you've started. Come on. Lloyd. Es ist so super. Es hat sich bis hier so gelohnt einfach. Alles, was wir erlebt haben, um zu diesem Punkt zu kommen, hat sich gelohnt. Komplett. So the guardian of the world tree? Ewan. Right, Ewan. Is he an acquaintance? We crossed paths when we were restoring the world. He always looks a bit cross, but he's really doing all he can to find happiness. Actually, Colette, that's not exactly... I think I know what you mean. He looks like he doesn't have much happiness in his life. Really? That's one way to say it. You could also say the guy's just got no luck. Hey guys, let's stop talking about him behind his back, okay? Don't forget, he helped us out quite a bit. Then again, he's caused his fair share of trouble, too. Sounds like a pretty complicated guy. I guess good looks aren't everything. Das ist korrekt, auch das ist aus dem ersten Teil, weil Ewan sieht hier zwar ziemlich anders aus, aber auch den gab es im ersten Teil schon. Er hat eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. So, Priscilla, you have a thing for paw pads? Yes, I like how soft and springy they are. Regal and I are members of the Paw Pad Playmate Society. Yes. Huh? What the heck is that? It's a recreational club sponsored by the Lazareno group. Oh, sign me up too! We'd love to have you, Genus. They even have a paw pad club. I guess the Lazareno company is not to be trifled with. Nein, aber es ist auch ein bisschen bescheuert. Ach nein, wenn das nicht die Auserwählte ist. Wir haben uns lange nicht gesehen. Möchtest du unsere heiße Quelle benutzen? Oh wow, eine heiße Quelle. Martha, du weißt, das Wasser hier macht deine Haut sanft wie Seide. Wie wäre es mit einem Bad? Mit mir? Meine Güte, sollte ich das tun? Was? Wer hat denn davon geredet? Diese heiße Quelle weckt bestimmte Erinnerungen. Komm, nehmen wir ein Bad. In Ordnung. Hervorragend. Möchten die Damen zuerst gehen oder vielleicht die Herren? In Ordnung, die Damen zuerst, wie man so sagt. Gut, ich kann es kaum abwarten. Oh Mann, so viel Stimmwechsel. Hilfe. Nicht schon wieder. Du steckst deine Nase etwas zu tief hinein. Komm schon, Mann, hör auf. Er hat recht, Zelos. Bitte hör auf damit. Du weißt doch, dass das falsch ist, oder merkst du es nicht? Sch, ich höre nur zu, worüber sie reden. In Ordnung? Lord Emil, wir sollten diesen Narren allein lassen und wieder nach draußen gehen. Aber wenn ich nicht hier bleibe, fängt er an, sie zu beobachten. China, die sind erstaunlich. Was? Im Ernst? Rain, nicht auch noch du. Was hast du gemacht, dass sie so groß geworden sind? Wovon redest du? Komm schon, sag es uns. Ich bin flach wie ein Brett und du bist... Ah, ja. Klingt, als würde Fräulein Möpse ihrem Namen gerecht werden, während Colette immer noch das gleiche Bügelbrett von früher ist. Wenn Colette ein Bügelbrett ist, dann gilt das gleiche auch für Lady Martha. Martha ist ein Bügelbrett? Es tut mir leid, ich kann das nicht ernsthaft synchronisieren. Martha erhielt den Titel Bügelbrett. Wen nennt ihr hier ein Bügelbrett? Lord Emil, lauf! Undine, schnapp dir den Spanner da hinten! Ah! Lloyd schon wieder. Schon wieder? Als wir auf unserer letzten Reise hier waren, haben wir Lloyd auch dabei erwischt, wie er uns nachspioniert hat. Das ist widerwärtig. Sieht aus, als hättest du deine Lektion immer noch nicht gelernt. Lloyd, ist das wahr? Wir können dir doch noch vertrauen, oder? Ach, das habt ihr alles falsch verstanden. Ein Wiederholungstäter und immer noch suchst du nach Entschuldigung, du Spanner! Lloyds Titel wurde von fester Wille zu Voyeur geändert. Was? Es ist herrlich. Es ist einfach
Herrlich. Also die können wir alle nicht ändern hier, die Titel. Was kann denn hier das Bügelbrett so? Nicht so viel, schade. KPTP. Ich bin nicht flach, das liegt nur an meinen Kleidern. Wir nehmen das jetzt einfach, weil KPTP, glaube ich, eine ganz gute Sache ist. Und deswegen wollte ich nach hier. Ach, schön. Kann ich hier nicht... Ah doch, ich kann hier rein. Hallo. Die Worte der Priesterin sind ja wirklich ungeheuer tiefsinnig. Ach, er steht da aber angezogen rum, okay. Puh. Ah, auch das war eine Hommage an den ersten Teil. Weil auch da ist tatsächlich sowas passiert, und zwar genau hier. Und ich glaube, es war im Let's Play auch drin. Die Kommunionsquellenkatze. Achso. Du darfst diese Quelle gerne benutzen. Die Quelle hat viele Vorzüge zu bieten. Nach einem heißen Bad fühlt sich die Brise herrlich an. Da könntest du recht haben, mein Freund. Heilungszeichen. Geisterzeichen trägt Martha bereits. Ja, das reicht dann auch. Gehen wir mal hier noch reingucken. Ach, es ist wunderschön. Immer wenn ich mit meiner Oma die Quelle besuche, bleiben wir unglaublich lange drin. Von der Hitze werde ich jetzt mal fast ohnmächtig. Ein ausgiebiges Bad in der Kommunionsquelle ist in vieler Hinsicht äußerst gesund. Nicht für Leute. Wunderbar, wunderbar. Okay, dieser Ausflug musste jetzt nach diesem ganzen ernsten Kram einfach sein. Weil es einfach so herrlich ist. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen und feiert das Ganze genauso sehr wie ich. So, dann werde ich mal einen Speicherstand da drunter anlegen, dass man das auch immer schön noch hier drin hat. So, jetzt ist die große Frage, wo mussten wir nochmal hin? Moment, ich muss mal eben nachschauen. Tagebuch. Leute. Genau, wohnt im Tempel von Martell in Iselia. Dann wollen wir doch jetzt einmal den berühmten Geist besuchen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob der im ersten Teil vorkam schon so. Das werden wir jetzt, ja, das werden wir nicht gleich sehen, aber wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat und was er uns so zu erzählen hat, der Gute. Oder die Gute? Wer weiß? Der Tempel, der war hinten. Oder war das ein eigener, Dings? Ich meine nicht, oder? Ah, doch, zum Feld. Okay. Aber mal eben in Dings speichern. Da, Tempel von Martell. Da wollen wir hin. Corinne. Who's that, Sheena? Corinne was a friend of mine. He was an artificial summon spirit created in Meltokio. He had such cute paw pads. Presea. Yes, he did indeed. Oh, that's right. You're a summoner. Is Corinne with you now? No, not anymore. He was reborn as the summon spirit of Heart, Various. Richtig, okay, das kam im ersten Teil schon vor, scheinbar. Ich war mir nicht mehr sicher. That's the summon spirit we're gonna see now. That's right. It brings back a lot of memories. Various, a summon spirit, just like me. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. I'd forgotten how handy Rayards are. Hey, I agree with you for once, Shorty.
I've always said a beautiful creature like myself belongs high in the majestic sky. Beautiful? You? The dictionary in your brain has its definitions reversed. I have to agree, though. I've never felt anything quite like riding a Rayard. I mean, what person hasn't dreamt of flying? Seems to me we were doing just fine on foot. Is the Rayard not to your liking, Lady Marta? It's just, what keeps a hunk of metal like that in the air? It's thanks to Wiener's Law. That's Werner's Law, Colette. Yeah, but there's nothing protecting you. If you fall, you'll die. Actually, we crashed in a Rayard once, but we're still here to tell about it. Marta, are you afraid of heights? Of course not. I just don't understand why everybody's so in love with the stupid Rayards, that's all. Genau, Martha, das wird es sein. Dirk, hi. Ach, es ist super. Lloyd, it's you! Dad, I'm back! It's good to see ya. I hope you don't mind looking after Noise for a little while longer. You do what you need to do, and don't worry about a thing back home. That's what being a man is all about. Right. I envy you and your dad. I was never able to get along very well with my relatives. If you've got the desire, it's not too late to try. You still have time. What do you mean? You can do anything as long as you don't give up. Of course, I know that's not really true for everything. But that's no reason to stop trying. You're very sure of yourself. Und das ist sehr, sehr gut so. A lot of people tell me that. If I am, it's only because of the strength I got from my dad and everyone else. That's why I want to give my strength to others. That includes you, Emil. I feel like I understand why everyone stood up for you. Ja, und er ist auch dir gar nicht so unähnlich, mein Freund. I'm not sure if I'll ever be like you, but I'm happy I at least got the chance to know you. I'm myself and you're you. We're all different. That's what makes us all important. So let's go and see Various and find a way to keep you around. Habe ich schon gesagt, dass ich das schön finde? It's been quite a while. Yes, this is where our last journey began. Really? Yeah, it's where I received the Oracle and set out to regenerate the world. A lot happened. It's not like all that much time has gone by, but somehow, it seems like it all happened so long ago. It's sort of a strange feeling. Huh? I thought I'd never forgive the Chosen and her companions for causing the giant tree to lose control. But now I find myself traveling with those very people. I'm sorry. Don't apologize. I was the one who didn't understand. A Chosen has her own life to live. You have a past and a present. You didn't just appear out of nowhere to kill Mom. We all play the starring roles in our own stories. When those other than ourselves appear on stage, we tend to view them only as minor characters. But in the end, it doesn't work that way. Realizing that may be the first step towards becoming an adult. Das sollte man mit vielen sogenannten Erwachsenen auch erzählen. Weil das war eigentlich auch schon wieder eine ziemlich weise Sache, muss man mal so sagen. Durch eine geheimnisvolle Kraft versiegelt. Muss ich jetzt echt... Aber hier waren wir doch auch schon. Oder irre ich mich da? Ich weiß das noch. Hier habe ich einen Skit weggeklickt und den habe ich später reingeschnitten und so. Da haben wir Dirk das erste Mal getroffen. Ah. Wow, bitte? Die haben ein bisschen mehr Leben als ich, kann das sein? Au. Ich finde das auch richtig cool, dass Lloyd einfach noch seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Kampfstil hat. Und Emil hat eben auch einen ganz, ganz eigenen. Er ähnelt sich natürlich so ein bisschen, weil er auch ein Nahkämpfer ist, aber es ist so ganz, ganz was anderes. Okay, das Rätsel hat sich irgendwie verändert oder ist es ein Hinweis geworden? Hä? Ich habe eine Frage. Nee, waren wir hier nicht schon?
Muss ich jetzt wirklich nochmal alles nachgucken, wie ganz am Anfang? Wie im allerersten Teil am Anfang? Also im allerersten ist gut, von in dem einen Teil, der es hier vorher gab, halt. Oh, das ist... Wow, einfach nur irgendwie. Entschuldigt, da muss ich den Timer gerade mal ausmachen, aber das mich die ganze Zeit nicht voll bimmelt. Klasse finde ich auch. Habt ihr gesehen, was Lloyd für Schwerter hat? Er hat die Feuer- und Eisschwerter. Auch aus dem ersten Teil. Ich glaube, die hießen so. Feuer und Eis. Bin mir nicht sicher. Kann ich den jetzt hier reinschieben? Nein. Heißt, ich muss die echt in der Reihenfolge machen? Ich mache das jetzt mal anders. Ich will mal gerade gucken, was jetzt hier Sache ist. So, mein Freund, komm mal her. Ich vermute mal, wir müssen jetzt noch ein paar davon besiegen, um einfach mal ein bisschen zu gucken, was jetzt hier passiert. Bam. Oh, schade, jetzt haben wir Sword Rain Alpha nicht gesehen. Aber es ist auch ganz gut, dass wir noch ein bisschen kämpfen, weil die anderen sind mir doch ein paar Level voraus und ich glaube, wir sollten schon noch auf Level 50 irgendwie mitgehen. Wäre, glaube ich, hilfreich. So, den muss ich jetzt wahrscheinlich erst an die richtige Position schieben. So Various is here? Well, actually, he's inside people's hearts. So I think we'll be able to meet him no matter where we are. It's just that I think it might be easiest to contact him here. Okay. Emil. What's the matter, Marta? No, it's nothing. I'm sorry. Don't worry about it. Also, dass sie sich riesige Sorgen um ihn macht, ist, denke ich mal, ziemlich offensichtlich. Finde ich zumindest. So, dann müssen wir jetzt gerade mal schauen, ob hier noch irgendwas ist, weil das mache ich ja immer so. Ja, das sind tatsächlich Kisten, das verstehe ich nicht. Das ist doch letztes Mal auch runtergegangen, aber da ist kein Golem gespawnt, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr, das ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Oh Mann. Oh je. Na komm, aua, das macht auch echt aua hier. Du hättest da ruhig ein bisschen länger drin stehen können, Emil, dankeschön. Okay, Rain, aber ein bisschen Heilung wäre noch nett. Dankeschön. Und das war sogar sehr, sehr intelligent gewählt hier, Lloyd und ich gleichzeitig. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay, was haben wir? Heiliges Symbol. Wundergummi. Wundergummi sehr, sehr gut. Heiliges Symbol auch gut auf jeden Fall, aber nicht für uns. Jetzt großartig von Bedeutung. 3% der Max-KP. Wobei wir das... Doch, wir können das mal nehmen. Stellt regelmäßig 3% wieder her, ist eigentlich ziemlich gut. Was hast du? Haben wir nicht irgendwie eine bessere Version davon? Nein, leider nicht. Also 3% regelmäßig wäre mir natürlich lieber als 1%. Das wäre die dreifache Geschwindigkeit. Ja, ich bin gut in Mathe. Nee, das wäre schon eigentlich ganz gut. So, ich überziehe jetzt hier die Folge absichtlich ein bisschen, um dieses doch nicht story-relevante Golem-Vermöbeln hier noch so ein bisschen unterzubringen und das jetzt die nächste Folge damit nicht so zu strecken. Sehr schön. Einfach damit wir, ja, das hier zu einem schönen Ende führen können. Auch wenn wir dann immer noch nicht alles vom Spiel gesehen haben, das kann ich euch garantieren.
Aber so ein paar Dinge müsst ihr selber eventuell auch noch als Anreiz haben, dieses Spiel zu spielen vielleicht. Ich kann es nur empfehlen bis hier, aber da werden wir ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich denke mal, es ist kein Geheimnis, dass ich das Spiel mag. Ich glaube, ich mache es oft genug deutlich genug. So, jetzt noch auf die andere Seite schauen. Der nächste Block blau ist, sollte das auch klappen. Ah ja, da ist auch noch eine Kiste. Aua. Leute hat keinen Mana mehr. Aber er kann sich das jetzt zum Glück sehr, sehr gut selber holen. Boom. So, okay. Aber es ist schon super gut, Leute dabei zu haben, echt. Also, das ist nämlich genau die Kombination, die ich auch im ersten Teil eigentlich immer am liebsten gespielt habe. Ein Nahkämpfer, ein... Oh, super Nahkämpfer. Wie Lloyd. Ach, wer hat das denn jetzt gemacht? Genius und Arain. Und die einfach einen Trank des Lebens benutzt, ohne mich zu fragen. Einfach so. Die Bösen. Rico könnte die Klasse wechseln. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir in diesem Let's Play da noch zukommen. Da uns noch großartig mit so einem beschäftigen. 4000 Galt, ja klar, warum nicht? Ein Elfenumhang, was macht der? Elfenumhang. Grüner Umhang einer legendären Rasse. Trägt er den jetzt? Schade. Das hätte ich cool gefunden, wenn er jetzt diesen Umhang trägt, also tragen würde. Okay, nehmen wir wieder den Granatring mit. Weil Martha ist ja schon voll und ich finde Regeneration und schnelleres Zaubern wichtiger als TP sparen. Dafür haben wir nämlich unsere Tränke, die wir da schön einsetzen können. Ach schade, ich dachte, den hätte ich das von hinten bekommen. Sollte aber der letzte Golem sein. Dankeschön, sehr gut. Aber Leute hat auch so viel mehr Leben, das ist so unglaublich. Aua. Und nochmal den hier. Boom. At least make it challenging. In Ordnung. Upsa. Habe ich jetzt ein bisschen im Bild rumgewedelt. Aber mit diesem Steinchen hier werde ich mich jetzt aus dieser Folge verabschieden. Denn wir sind so weit, dass wir weitergehen können. Und das werden wir erst beim nächsten Mal tun. Also bedanke ich mich wie immer eigentlich, aber es ist trotzdem ernst gemeint. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Verdammt, das kriegen wir so gar nicht hin. Egal, bis zur nächsten Folge habe ich das. Und ja, wir sehen uns. Ciao.